Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei uns auf dem Böker YouTube-Kanal. Wie ihr sehen könnt, sind wir draußen unterwegs und wir zeigen euch heute den Familienzuwachs von unserer Böker Bronco-Familie. Okay, wir starten mal wieder mit einem kurzen Pocket-Check. Hajo, was hast du heute dabei? Ja, ich freue mich, dass ich auch mal bei einem Pocket-Check dabei bin. Also in der Regel habe ich 2 Messer dabei, seltener 3, manchmal nur 1. Wenn ich nur ein Messer dabei habe, dann ist es wirklich immer unter allen Umständen ein kleines Barlow, noch ein handgemachtes aus Soling. Das ist noch kleiner als unser Atlas und speziell dieses Messerchen hier, je länger ich es nicht verliere, mit jedem Tag wächst es mir mehr ans Herz. Wir sind draußen. Für mich ist ein ausgewachsenes Outdoor-Messer schon das Seenotretter 1. Ich komme draußen weitgehend, wenn es nicht gerade zur Jagd ist, mit Klappmessern zurecht. Und das ist jetzt kein Fake, ein drittes Messer, was ich dabei habe, ist dann entweder was ich gerade gekauft habe oder wo ich lange Zeit nicht mitgespielt habe. Und das ist in letzter Zeit nicht selten das Bronco Mini in der schwedischen Sägenstahl-Variante aus 80 CRV2. Und das habe ich immer ohne Clip am Gürtel, dass ich das nicht irgendwie kompliziert zurückpieksen muss in die Kydex-Scheide, sondern dass ich es wirklich ohne hingucken einfach wieder zurückstecken kann. So, und du? Ja, wenn ich draußen im Wald unterwegs bin, trifft man mich nicht ohne das große Bronco an, also passend zum Thema. Aber ich habe heute noch einen kleinen Folder dabei, ein kleines Taschenmesser. Und zwar ist das Worldwide 2.0. Also kleines Taschenmesser, fast überall auf der Welt ist es legal zu führen mit einem schönen 90-Grad-Stop. Passt hier auch farblich sehr schön hin. Ein Inhouse-Design von Max und ist echt ein schönes Ding geworden. Stramme Genau. Rückenfeder. Ja. So, wir stellen euch heute die Bronco Family vor. Ihr kennt ja schon das etablierte Modell und zwar die Version mit dem CPM 3V, Klingenlänge knapp unter 12 cm. Ja, wir machen mal einen kleinen Review nochmal auf das Ursprungsmodell und beleuchten vielleicht mal ein bisschen die Entwicklungsgeschichte. Thomas, erzähl du doch mal was. Okay, Idee war, wir hatten bis dato kein Bushcraft Outdoor-Messer in dem Format mit den vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten bei uns im Solinger Programm. Also haben wir uns an die Entwicklung dran gemacht und wen kann man am besten fragen, wenn es darum geht, ein Bushcraft-Messer zu entwickeln? Ich war persönlich bei Martin von DBK, bin zu ihm nach Hause gefahren und haben gesagt, was wir entwickeln wollen und haben uns mal angeschaut, haben uns den Prototyp gemeinsam angeschaut und mal geschaut, an welchen Stellen sollten wir denn noch ein bisschen optimieren. Was wichtig ist zu erwähnen, wir haben ja hier einen Griff aus Kunststoff, der im Spritzgussverfahren erstellt wird, produziert wird. Und dabei ist es unfassbar wichtig, dass die Form wirklich irgendwann final steht, denn Änderungen sind extrem kostspielig. Deshalb haben wir extrem viele Prototypen, Schleifen, auch was die Haptik, die Härte des Materials betrifft, sind wir gefahren, haben an ganz vielen Ecken nochmal Korrekturen vorgenommen, bis wir wirklich bei dieser finalen Form rausgekommen sind und sind doch mehr als happy, haben sehr positive Resonanzen bekommen, dass die Handlage wirklich exzellent ist. Wir haben hier einen gummierten Griff, der trotzdem entsprechend widerstandsfähig ist mit einer feinen Textur, sodass man, egal ob mit nassen oder trockenen Händen, egal ob mit Handschuhen oder ohne, wirklich eine sehr sichere Handlage hat. Wichtig war, ein gutes Outdoor-Messer ist nur so gut wie seine Scheide und da bist du aktiv geworden. Exakt, also tatsächlich bei mir entscheidet eher sogar noch die Scheide, ob ich ein Outdoor-Messer mit rausnehme, als das Messer selbst, weil das Führen wirklich ziemlich entscheidend ist, die Möglichkeit es zu führen. Die Sicherheit und die Praktikabilität. Und während hier in dem Messer schon wirklich auch viele Schleifen drin waren, haben wir uns auch nochmal wirklich sehr viel Mühe gegeben mit der Scheide und auch die in mehreren Schleifen entwickelt. Wir haben eine Köcherscheide mit tiefem Sitz, das heißt, das Messer ist einmal geschützt vor Kratzern und aber auch für Verlust, das ist ganz wichtig. Wir haben eine Aufnahme für den Fire-Steel. Die Scheide ist überall gut vernäht an der Keder und auch die Schlaufe und zusätzlich ist alles nochmal wirklich sehr gut vernietet. Dazu kommt noch, dass wir einen Dengler haben. Den kann man abnehmen. Den Dengler, der hat eben Vorteile, wenn man das Messer unterm Beckengurt vom Rucksack trägt zum Beispiel oder im Geländewagen damit sitzt, dann drückt das Messer eben entsprechend nicht und hat Platz. Ich selber auch hier habe immer den Vorzug ohne Dengler, weil ich das Messer selten an irgendeinem Gurt oder Gürtel trage, sondern in der Regel in so einer Nickertasche hier, die ich heute ausnahmsweise mal nicht habe, oder es im Hosenbund stecken Finde ich spannend. Ich trage immer am Dengler, weil ich mag es halt auch einfach, auch wenn man sich sitzt, wenn das Messer einfach einen Ticken tiefer sitzt. Das heißt, einem jetzt nicht in die Rippenbögen oder in den Bauch drückt. Der Dengler hat Vorteile dafür, ganz klar, aber mich stört das Messer am Gürtel irgendwie. Ja. Ich habe es gerne überall anders. Ja, genau. Aber beim großen Bronco ist es nicht geblieben. Der Wunsch war da, auch eine kleinere, etwas kompaktere Variante zu bringen mit ungefähr 9 cm Klingenlänge. Und so sind wir gekommen zum Bronco Mini. Was haben wir denn da für einen Stahl verbaut? 80 CRV2 wird als schwedischer Sägenstahl
bezeichnet ist, was wirklich für die Stahlpuristen und Stahlfans, hat alle guten Eigenschaften, die ein Kohlenstoffstahl haben kann, eben feines Gefüge, leichte Nachschärfbarkeit, Schockelastizität, Bruchelastizität und Ähnliches, hat natürlich dafür den Nachteil, dass er rosten kann, wenn man es darauf anlegt, würde ich mal sagen. Meine rosten komischerweise nicht. Wichtiger Unterschied zum großen Bronco, das Ganze ist nicht nur von der Klinge kompakter, sondern auch von den Gesamtdimensionen. Denn wie ihr sehen könnt, wir haben dem Messer, dem Bronco Mini, eine Kydex-Scheide gegönnt. Und damit ist es dann doch nochmal kompakter, kommt ohne Firesteel daher. Es gibt da auch zwar die entsprechenden Adapter im Programm, verlinken wir gerne auch nochmal in der Videobeschreibung. So, aber dabei bleibt es nicht bei den beiden bekannten Bronco-Modellen, sondern die Bronco-Familie hat Zuwachs bekommen. Hajo, was haben wir Neues, Heißes hier am Tisch liegen? Ja, da Kohlenstoffstahl nicht jedermanns Sache ist, haben wir uns gedacht, wir bringen das Bronco nochmal in einem, also das Bronco Mini nochmal in einem aktuellen Stahl raus. Das ist der CPM3V. Der CPM3V hat mir mit dem Bronco, mit dem Ursprungsbronco, wirklich viel beigebracht. Davor war ich gar nicht so ein Super-Stil-Fan. Ich habe gesehen, okay, die leisten aber doch einiges mehr als ein auch gut wärmebehandelter Industriemonostahl. Und bei der Gelegenheit haben wir gesagt, wir machen auch noch mal eine andere Farbe an den Griff. Da sind wir bei Olive Drab gelandet. Olive Drab, das war der genormte Farbton der amerikanischen Militärfahrzeuge im Zweiten Weltkrieg. Ja, sehr schön. Zum Schliff erinnert mich ja sofort ans große Bronco. Das ist eigentlich der etablierte Saber Grind, mit dem wir schon sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Also das heißt jetzt wirklich auch von der Ausstattung der kleine Bruder, kann man sagen, vom Großen. Denn ebenfalls CPM3V, ebenfalls den Saber Grind und ja, damit von der Ausstattung doch sehr ähnlich. Und ich muss sagen, das Grün gibt dem Bronco doch noch mal irgendwie ein ganz neues Gewand. Exakt. Ja. Wie auch das andere Bronco Mini, was wir gerade vorgestellt haben aus dem 80 CRV2, kommt auch diese Version mit einfach einer Kydex-Scheide daher. Aber dabei ist es nicht geblieben, denn, Trommelwirbel, es gibt noch eine Variante. Was kannst du uns dazu sagen? Scandi Grind. Wir haben eben die zweite Variante mit allen anderen Merkmalen, also CPM3V, kurze Klingenlänge und Lift Wrap Griff haben wir eben auch noch mal rausgebracht mit einem True Scandi Grind. Und ich bin wirklich ein True Scandi Grind Diehard. Der Unterschied zwischen einem Saber Grind ist, dass der Saber Grind immer eine Sekundärphase hat oder auch einen Anschliff und dann noch mal eine Schneidkante draufkommt. Beim Scandi Grind ist es so, dass die Klingenstärke parallel verläuft und dann von relativ kurz vor der Schneide in einem durch, ohne eine zusätzliche Phase, auf 0 geht. Ja. Das heißt, der ist relativ robust, der Schliff. Auf der anderen Seite ist der Winkel unten aber flacher als bei der Primärphase bei einem Saber Grind. Ja. Das Ganze, das Scandi, also finde ich auch, ist einfach ein extrem attraktiver Schliff, der ja so richtig schön bissig ist, der bei uns auch so von der Maschine kommt, wo nur noch der Grat abpoliert wird. Einen ganz großen Unterschied gibt es ja auch beim Thema Nachschärfen. Für alle, die draußen oder von unseren Zuschauern vielleicht mit einem Scandi Grind, mit einem True Scandi noch nicht so vertraut sind, wie schärft man das Ganze nach ohne Sekundärphase? Die Schwierigkeit beim Schleifen ist ja in der Regel, dass man den richtigen Winkel hält. Und draußen hat man in der Regel nichts dabei, um den Winkel, also keine Winkelhilfe, um den Winkel bequem einzuhalten. Und beim Scandi Grind muss der Winkel eben nicht freihand gehalten werden, sondern es wird die ganze Fläche nachgeschliffen. Das Messer führt sich selber. Es wird auf dem Bankschleifstein einfach platt aufgelegt und dann schiebt man eben die ganze Fläche ab. Ja. Das hat zwei Vorteile. Erstens, es ist einfach zu halten. Es muss natürlich relativ viel Material runter und vor allem der Schliff wird verfälscht und hält wirklich seine alte Bissigkeit. Ja, also man sieht schon kinderleicht eigentlich quasi, der Scandi hat eine integrierte Winkelhilfe, ja, so wie man sich wünscht. Und lässt sich dementsprechend wirklich gut nachschärfen. So, ich bin mal gespannt, das wirklich mal praktisch zu testen, wie gut denn die einzelnen Schliffe wirklich im praktischen Einsatz beim Batonen gegeneinander antreten. Ihr wisst, das ist jetzt nur bedingt repräsentativ. Ich fange mal mit dem an, was ich kenne, nämlich mit dem Saber Grind und gucke einfach mal, wie gut der da durchgeht. Ich meine, das ist, muss man sagen, hier kein Holz, was zu leicht reißt und ist vielleicht auch nicht der beste Baton, aber es funktioniert. Ich meine, letztendlich beim Baton ist es irgendwo natürlich doch rohe Gewalt. Ja. Und das funktioniert wahrscheinlich immer. Und klar, die Klingenlänge von 9 cm, die hat jetzt natürlich schon einen Nachteil gegenüber der Klingenlänge vom großen Bronco, aber nichtsdestotrotz, natürlich funktioniert das auch. So, jetzt mal den Scandi. Man hatte gemerkt, der Start war schwieriger. Warum? Weil er erstmal diese Spalt, diese Keilwirkung ja erstmal überwunden werden muss, um es überhaupt ins Holz einzubringen.
Und ihr seht, die Klinge ist noch nicht ganz weg und das Holz ist relativ weit gerissen. Also man merkt schon, beim Baton, es gibt einen Unterschied. Also bei dem langen Stück spielt es natürlich die Vorteile der Sprengwirkung nicht aus. Aber man merkt das. Also ja, das Reißen des Holzes ist jetzt auch hier ab der Mitte passiert. Und das würde mit dem Saber nicht passieren, weil du einfach die Spaltwirkung hast. Generell das Schöne sowohl beim Scandi als auch beim Saber Grind, beim Batonen ist, dass die Schneide wirklich in der Regel nur bei den ersten Millimetern belastet wird und dann wirklich die Sekundärphase oder dann entsprechend die Seiten übernehmen. Und wenn es dann noch schief geht beim Baton, eigentlich Messer leiden nicht stark beim Baton, wenn man nicht total die Astlöcher trifft. Genau, und ich glaube, das ist ganz wichtig. Diese Querbelastungen, die sind wirklich der Tod von jeder Klinge. Am Ende des Tages, egal ob wir einen Saber Grind haben oder ob wir den Scandi haben, ein Astloch und dann die Klinge da schief reinzujagen, das ist halt einfach so das Schlechteste, was er machen könnte. Letztendlich ist es bei mir so, wenn es die Wahl gibt, würde ich wahrscheinlich auf den Scandi gehen bei baugleichen Messern. Es würde bei mir aber, wenn ich ein Messer haben will, niemals entscheiden, wenn die anderen Parameter stimmen, dass ich sage, ich nehme es nicht, weil es kein Scandi Grind hat oder sonst was. Jetzt stellt sich mir natürlich aus Kundensicht die Frage, wir haben zwei verschiedene Messer mit unterschiedlichen Schliffen auf dem Tisch liegen. Wofür, für welche Anwendung würdest du jetzt welchen Schliff empfehlen? Kannst du uns da ein paar Infos zu geben? Ja, tatsächlich, sie machen natürlich beides und es ist irgendwo eine Geschmacksfrage. Der Unterschied ist halt, dass der Scandi bei der wirklich höheren Schärfe, die er hat auf der Schneide, im Verhältnis recht robust ist. Der Saber Grind aber dadurch, dass der Anschliff hinterher steiler, nicht der Anschliff, sondern wirklich die Schneidphase steiler ist, absolut robuster ist. Auch wenn man das nicht unbedingt erwarten sollte. Ich war, muss ich sagen, als ich das zum ersten Mal gehört habe, wollte ich es nicht glauben und konnte es mir auch nicht erklären, zu sagen, ein Scandi, also der über fast die volle Länge die gesamte Rückenstärke hält, soll jetzt der empfindlichere Schliff sein. Also empfindlich ist natürlich jetzt hart im direkten Vergleich, weil er ist nicht empfindlich, aber für ganz hartes Arbeiten. Also das heißt, es ist teilweise verpönt, mit einem Scandi zu batonen, ja, weil dort kann auf die Schneidphase vorne dann doch hohe Kräfte einwirken. Das funktioniert schon, gerade mit dem 3V, der ist super tough. Aber wenn wir über den Vergleich sprechen, dann ist es eher so, dass man sagen würde, nimmt den Saber Grind und ihr seid auf der sicheren Seite. Der Saber ist natürlich robuster, das ist genau korrekt. Ja, und das Geheimnis, es wirkt irritierend, aber das Geheimnis liegt genau da drin, dass der Winkel eben flacher ist doch beim Scandi. Und er hat einfach eben mehr Biss, wenn man Stöcke federt, wenn man kleine Späne machen will. Und er hat natürlich beim Batonen auch noch mehr Sprengwirkung. Weil beim Saber Grind natürlich die Klingenstärke direkt hinter der Phase dünner ist. Trotzdem, ja, er muss ein bisschen vorsichtiger mit Bewusstsein behandelt werden, weil er tatsächlich der etwas empfindlichere Schliff ist. Ja, aber wenn es um klassische Schneidaufgaben geht, sagen wir mal, man schneidet Lebensmittel. Nehmen wir mal einen Apfel, nehmen wir mal eine Karotte. Da ist es dann wieder so, dass man sagen muss, ja, feinere Schneide vielleicht beim Scandi, aber die Spaltwirkung ist dann wieder komplett kontraproduktiv für ein positives Schneiderlebnis, korrekt? Korrekt, das ist richtig. Trotzdem, ich bin halt großer Fan. Man muss sich immer sagen, der Scandi Grind kommt, wie der Name schon sagt, aus Skandinavien und das waren einfach die Lappen, die Samen und alle möglichen, das sind einfach Naturvölker und die wissen einfach, was draußen gut ist und bei mir geht es immer darum, das Messer muss performen. Mir ist gar nicht so wichtig, muss ich es oft nachschleifen oder nicht. Also ich mag es halt wirklich gerne, wenn die halt einfach Biss haben und ja, und da finde ich, für mich persönlich hat der Scandi da einfach mehr Performance, mehr Leistung. Ich mag ihn gern. Ja, bei mir ist es so, ich bin seit Jahren mit dem großen Bronco unterwegs, kenne den Saber Grind deswegen ganz gut. Mich reizt aber auch was Neues und deswegen endlich habe ich hier eine Alternative bei uns aus dem Solinger Portfolio. Das heißt, meine Wahl wird auf jeden Fall auch auf den Scandi fallen und das ist vielleicht mal eine Frage an euch. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, welchen Schliff von beiden bevorzugt ihr? Seid ihr eher Fraktion Scandi oder steht ihr auf den Saber Grind? Was nehmt ihr und vielleicht auch vor allem für welche Anwendung? Auch ganz interessant zu wissen. Genau, das war's von uns für diese Woche. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Was noch? Ja, bleibt neugierig. Ihr kennt eure Aufgaben. Liken, kommentieren, abonnieren, falls noch nicht geschehen und den ganzen Rest. Bleibt neugierig. Ich hoffe, es war was für euch dabei. Bis demnächst. Bis nächste Woche. Ciao.